624, Microsoft D-Day, Secure Boot Zertifikatumstellung killt Millionen PCs. Wahrheit oder nicht? Was ist wirklich dran? Bist du betroffen? Wie kannst du prüfen? Was kannst du tun? Alles in diesem Video. Bleib dran. Dann wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute mit einem dedikaten Video. Die Panik im Hintermach ist groß, sterben Millionen Computer. Ich habe euch das alles mal im Blogbeitrag richtig schön zusammengeschrieben, auch ausführlich. Ihr findet auch die Befehle, wie ihr es testen könnt, für fast alle Windows-Distributionen, für die Windows-Distribution, die eine. Und ihr könnt auch sehen, ob ihr überhaupt betroffen seid und was ihr im Zweifelsfall auch wirklich dagegen tun könnt. Fazit, was ist nicht stimmt. Kein PC kann mehr starten ab 24. Juli. Erstmal völlig falsch. Stimmt nicht. Panikmache hier im Internet findet ihr viele. Ab Juli 2026 starten Millionen Windows-PCs nicht mehr. Microsoft lässt Millionen alter Computer sterben und Dual-Boot-Systeme mit Linux werden unbrauchbar. Ja, da findet ihr wirklich viel im Internet für. Doch wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo zwischen Panik und Entwarnung. Und nein, am Stichtag werden nicht plötzlich weltweit Millionen von PCs dunkel bleiben und kein Lichtchen mehr angehen. Der Rechner wird nicht beim Einschalten einen schwarzen Bildschirm zeigen und damit zum Elektroschrott werden. Das können wir jetzt gleich einmal vorweg wegnehmen. Der Hintergrund ist deutlich technischer, muss man einfach sagen. Microsoft setzt die EFI-Zertifikate aus dem Jahr 2011 durch neue Zertifikationen der Generation 2023. Die alten Zertifikate waren seit der Einführung von Windows 8 Bestandteil der Secure Boot Infrastruktur und sorgten dafür, dass nur vertrauenswürdige Bootloader gestartet werden können. Das heißt, diese Secure Boot macht eigentlich nichts anderes, als dass er sagt, du darfst nur ein Startprogramm von Windows verwenden, was elektronisch digital signiert ist, oder dass ein Linux-Kernel benutzen, der digital signiert ist. Da gibt es mehrere. Doch was ist Secure Boot überhaupt? Technisch gesehen wird mal erst die Firmware reingeladen, das EFI. EFI übernimmt die Kontrolle über die Hardware und lädt anschließend den Bootloader, das Betriebssystem. Und das ist das Teil, was digital signiert sein muss, sonst geht das nicht. Secure Boot prüft dabei, ist der Bootloader wirklich vertrauenswürdig und digital signiert. Diese Kontrolle verhindert insbesondere sogenannte Bootkits und Rootkits, die sich vor dem eigentlichen Betriebssystem einnisten und durch Windows oder Linux kaum erkannt werden können. Es ist also eine nicht erhebliche Sicherheitsgeschichte, um die es hier geht. Es ist nicht einfach so, dass jetzt Microsoft sagt, wir bringen jetzt alle PCs um, die wir nicht brauchen, die alt sind, die ihr nicht mehr haben müsst. Oder ihr kauft euch jetzt alle neue PCs. Das ist ausnahmsweise nicht der Fall. Und ihr wisst alle, ich bin kein Microsoft-Fan. Sondern diese Secure Boot ist eigentlich dafür zu sorgen, dass eben diese schwer erkennbaren Dinge einfach vom System runterbleiben. Okay, das halten wir mal so fest. Ich will das jetzt nicht gut oder schlecht heißen, dass die Zertifikatumstellung jetzt so kommt, dass man die alten Zertifikate nicht beibehält, sondern dass man sie umstellt. Da möchte ich dann schon wieder mein Veto einbringen. Das finde ich von Microsoft so nicht ganz korrekt. Die alten Zertifikate könnten sie durchaus noch laufen lassen. Normalerweise spricht man von einer Übergangszeit von 10 Jahren. Die haben wir hier definitiv nicht. So, alte BIOS und Legacy-Systeme. Das ist also jetzt mal wirklich das ganz alte Zeug. Da könnte man wirklich mal anraten, dass man sich vielleicht doch mal was Neues zulegt. Aber man muss einfach dafür sagen, für viele ältere Herrschaften und Senioren sind solche Geräte einfach wirklich ausreichend und sie wollen auch nichts anderes. Schließlich tun sich die Herrschaften ja auch schwer, umzulernen und das Neues zu lernen. Sie sind nicht mehr so jung wie wir und können einfach mal schnell was umschalten. Und die brauchen sich auch wirklich keine Sorgen machen. Wer so ein altes Gerät hat, da passiert gar nichts, weil das Ding eigentlich nichts anderes kann als Windows booten. Da gibt es kein UEFI und da gibt es kein Secure Boot. Die Zertifikatum betrifft diese Systeme nicht. Das heißt, diese Kisten sind einfach fein raus. Ein alter Windows 7 PC mit reinem BIOS-Modus wird deshalb nicht plötzlich den Start verweigern. Die Systeme haben grundsätzlich keinen Secure Boot Schutz, es ist korrekt. Moderne Sicherheitsmechanismen stehen nicht zur Verfügung, ja, auch korrekt.
Alte Betriebssysteme erhalten oft keine Sicherheitsupdate mehr. Jupp, ist auch korrekt. Ein Legacy-PC ist also nicht von Zertifizierungsproblemen betroffen. Ich brauche eine Pause. Und aus heutiger Sicht einfach schlechter geschützt. So, dann der nächste Punkt, warum sind besonders ältere Computer gefährdet? Die eigentliche Herausforderung nicht bei Windows selbst, sondern bei der Firmware und der Pflege der Hersteller. Kritische Kandidaten sind hier zum Beispiel Notebooks und Desktop aus dem Jahre 2012 bis 2016. Systeme, deren UEFI BIOS nie aktualisiert wurden. UEFI-Update, normalerweise bekommt man diese Firmware-Updates mit Microsoft Update auf die PCs runtergeladen. Microsoft möchte das gerne alles kontrollieren. Wenn du dir sicher sein willst, dass du ein aktuelles System hast, kann ich dir nur empfehlen, schreib dir deinen Bordtyp auf, deinen Hersteller. Geh auf die Internetseite des Herstellers im Supportzentrum unter Downloads und prüfe danach, ob du die aktuelle Version hast. Diese BIOS-Updates sind mittlerweile recht einfach unter Windows zu bewerkstelligen. Man lädt das runter, man entpackt das und ruft das Flash-File auf, dann wird man nochmal gefragt und kann das einfach updaten. Da hast du auf jeden Fall noch eine gute Möglichkeit. Das sind natürlich dann auch die Rechner ohne aktuellen Herstellerunterstützung, die sind natürlich auch. Und die Selfmade-PCs, die basteln Systeme überwiegend von Gamern und sonstige Leute, die High-End-Server und so ein Zeug brauchen, was ein normaler Standard-PC eben nicht mehr hergibt. Ein moderner Windows 11 PC, der regelmäßig Updates erhält, wird in den meisten Fällen automatisch auf die neuen Zertifikate vorbereitet. Das heißt, jetzt in den aktuellen Tagen solltest du, also in der nächsten Woche, solltest du auf jeden Fall manuell mal in dein Windows Update reingucken und da alles installieren, was denn so daherkommt. Ich weiß, da kann es dann wieder zu Problemen kommen, weil es wieder irgendwelche Update-Fehler eingebaut werden, die dann verhindern, dass das System startet im schlimmsten Fall. Aber es ist einfach in diesem Sinne hier Voraussetzung, dass du deinen Windows-PCs aktuell hältst. Dann sollte auch das spurlos an dir vorübergehen. Wenn du das hier mal so erfüllt hast, wie gesagt, eventuell das UEFI BIOS mal checken, wenn du spezielle Notebooks hast, also gerade hier so in den Jahren 12 bis 16 angeschafft, da einfach wirklich nochmal nachgucken. Kommen wir an die eingemachte Geschichte, an alle, die sich schon von Windows langsam trennen und mit Linux Dual Boot arbeiten. Das heißt, sie können Windows und sie können Linux verwenden. Und ich weiß aus der Erfahrung, dass die meisten halt einfach bei Windows bleiben. Oder Windows hauptsächlich verwenden und nur nebenbei ein paar Sachen dann mal in Linux machen. Ist ein großer Fehler. Ich würde komplett umstellen. Wie gesagt, bin kein Microsoft-Fan. Halte von der Firma mittlerweile eigentlich überhaupt nicht mehr viel. Gut, Linux-Distributionen verwenden beim aktiven CQ-Boot häufig einen sogenannten Shim-Bootloader. Shim ist durch Microsoft signiert und bildet eine Brücke zwischen der UEFI Firmware und dem Linux Bootloader wie Group. Group ist auch der, den die meisten verwenden werden unter euch. Probleme können entstehen, wenn ein alter Shim verwendet wird, wenn die UEFI-Datenbank veraltete Schlüssel enthält, Firmware-Updates fehlen, die CQ-Boot-Datenbanken nicht aktualisiert sind. Ein bereits funktionierendes Linux-System wird auch nicht automatisch ausfallen. Schwierigkeiten entstehen meist erst beim Update. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn jetzt der 624 vorüber ist, dann kannst du dich gerne freuen. Das Damoklesschwert hängt aber immer noch über dir, wenn du es nicht nachprüfst und dich versicherst, dass du raus bist. Ich wiederhole den Satz nochmal. Schwierigkeiten entstehen meistens erst beim Update, Neuinstallation oder Änderungen der Boot-Konfiguration. Das heißt, eine Änderung, ein Linux-Update kann schon reichen, das auszulösen, dass das Ding dann wirklich nicht mehr startet. Um die Firmware mit den neuen Schlüsseln zu versorgen, also dein Mainboard, solltet ihr auch eines berücksichtigen. Ihr müsst unbedingt erst die Windows-Updates beim Dual-Boot aktualisiert haben, erst die Windows-Updates und dann dürft ihr euch Linux zuwenden. Da kommt kein Weg dran vorbei, wenn du Dual-Boot benutzt und nur unter Linux arbeitest und Windows dann noch tot rumliegt. Fahr dein Windows hoch, date es ab. Und dann müsstest du auch die neuesten Schlüssel installiert bekommen. Die müssen in deiner Hardware vorhanden sein. Und die kriegst du über Windows da rein. Die Distributionen von Linux arbeiten dran, das zu umgehen, dass sie sich direkt behelfen können, aber das ist auch so alles irgendwie
Jein, da bin ich mir nicht sicher. Also was ich jetzt hier zeige, ist einmal rein die sichere Seite. Sicher gibt es andere Möglichkeiten, möchte ich auch darauf hinweisen. So, eine einfache Praxis-Checkliste, einfach mal, bin ich betroffen? So, Schritt 1, Betriebssystem prüfen, Windows 11, Risiko gering. Aktion, die du machen solltest, Windows Update vollständig durchführen. Es wird jetzt in der nächsten Woche nichts mehr kommen, das Zeug ist schon raus. Macht jetzt eure Updates, prüft das, lasst das Ding runterladen, installieren. Wenn er die Nacht durchläuft, dann braucht er halt mal 2 Euro Strom, ist okay. Ihr spart euch einen Haufen Ärger, lasst das durchlaufen. Windows 10, geringes bis mittleres Risiko. Viele arbeiten noch unter Windows 10, ich bevorzuge auch die Windows 10 Maschinen. Windows 11 ist so noch schlimmer. Reden wir nicht drüber. Aktionen, alle Sicherheitsupdates installieren, ist schwierig, wenn man keine Supportverlängerung hat. Die weitergehenden kostenlosen Updates ein Jahr zur Verfügung stellt. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob die Frist schon abgelaufen ist. Im Zweifelsfall kann man sich da bei Microsoft registrieren, dass man die Updates noch kriegt. Firmware-Updates des Herstellers prüfen. Das heißt, ihr geht, wie oben schon mal oder am Anfang beschrieben, auf die Webseite des Herstellers eures Mainboards, sucht da euren Mainboard-Typ raus und guckt da, ob es da noch Firmware-Updates gibt, die ihr noch einspielen könnt. Es sind auch immer Anleitungen mit in diesen Download-Dateien dabei. Die Datei herunterladen, entpacken, gucken, was da drin ist. Ist auch eine Anleitung dabei. Normalerweise führt man die Exe aus, die euch dann durch das ganze Menü führt. Das heißt normalerweise dann so update.exe. Wenn ihr da natürlich ein Problem habt und unsicher seid, könnt ihr euch natürlich gerne an die KSC wenden. Verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Die KSC ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Verpflichtungen, ohne Haken, Ecken und Ösen. Einfach Auftrag gegen Rechnung. Kleiner Hinweis, die KSC ist momentan am Umstrukturieren und sie werden wahrscheinlich ihre Preise anpassen. Deshalb nenne ich jetzt in den aktuellen Videos ab heute, Stand 18. Juni, keine aktuellen Preise mehr. Bitte achtet da einfach beim Beratungsgespräch, die erste Stunde Beratungsgespräch ist ja immer frei, klärt das da ab. So, dann haben wir Linux. Mittleres Risiko. Aktion, Secure Boot, Status und Bootloader prüfen. Windows und Linux im Dualboot, erhöhtes Risiko. Aktion, beide Betriebssysteme testen, Bootloader aktuell halten und aktuelle Linux Live-Systeme bereithalten. Also ihr solltet auf alle Fälle ein Installationsmedium haben, wenn ihr nicht meint, was ich jetzt meine. Das heißt, einen USB-Installationsstick mit Rufus von einem ISO-Abbild erstellen. Ein USB-Stick, mit dem du das Linux booten kannst, um Reparaturen an deinem Linux durchzuführen. Sollte man sowieso generell immer haben. Dann Schritt 2, Secure Boot prüfen. Da geben wir mal ein MS Info 32, Systeminformationen. Ist eine virtuelle Maschine, also nicht wundern. Und dann sucht ihr einfach mal nach sicherer Startzustand. So, und dann haben wir hier sicherer Startzustand. Ist bei diesem System aus. Ist eine virtuelle Maschine, brauche ich sowas auch nicht. Also da kann ich jetzt auch die Sicherheitsvorschriften einfach definitiv mal außer Acht lassen. Bei einer virtuellen Maschine geht es nicht um Sicherheit. Ich kann natürlich schon virtuelle Maschinen aufsetzen, wo die Sicherheit gegeben ist, aber meistens sind virtuelle Maschinen, zumindest bei mir, nur Testmaschinen oder Schulungszwecke oder sonstiges. Ansonsten hat es nichts zu sagen. So. Du kannst auf jeden Fall unter Windows mal feststellen, bin ich betroffen. Ja? Damit ist sicherer Zustand, Secure Boot quasi ausgeschaltet und es betrifft mich sowieso nicht. Dann schauen wir mal kurz rüber zu Linux. Hier brauchen wir ein Terminal und hier geben wir mal einfach ein mock-util leer 2-sb-state. SB steht dann für Sozialboot und hier steht Secure Boot disabled. Das heißt also, dieser Linux-Server läuft ohne Secure Boot. Wie gesagt, stellt eine kleine Sicherheitslücke dar, aber wie gesagt,
Sagen wir es mal so, die Praxis ist so, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die einfach Probleme gehabt haben mit Secure Boot und Linux. Und viele, die Linux verwenden oder im Dualboot verwenden, haben Secure Boot einfach aus diesem Grunde ausgeschaltet. Das heißt, hier auf dieser Linux-Maschine haben wir auch keine Probleme nach dem Update, selbst wenn der Kernel abgedatet wird. Es kann uns auf dieser Maschine nichts passieren. Dann bleiben wir mal hier, Firmware und Updates prüfen. Besonders wichtig bei älteren Geräten, BIOS und UEFI-Version prüfen. Herstellerseite, Webseite habe ich schon zweimal genannt, nach Updates durchsuchen, Firmware-Updates installieren. Wie gesagt, liest die README in der Datei durch, die ihr downloadet. Da steht das alles in der Regel ganz gut beschrieben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Maschine, die Linux-Maschine, die ich gerade gezeigt habe, ist ein Lenovo. Dann haben wir, Dell habe ich leider nicht, HP habe ich auch schon lange nicht mehr, aber das sind, die haben Hersteller-Tools, wo du auch, jetzt richtest du quasi ein und der kommuniziert dann mit HP, Dell oder Lenovo quasi direkt, um zusammenzustellen, welche Treiber oder Updates dein System braucht und stellt das auch zur Verfügung. Und auf Knopfdruck kannst du das alles installieren. Kann ich nur zu raten, ist eine wirklich feine Sache, spart einen Haufen Wartungszeit. So, jetzt kommen wir zum Worst-Case-Szenario. Was tun, wenn Linux nicht mehr startet? Typische Meldung, Security, Relation, Invalid, Signature, Verification, failed. Bei Linux würdest du Folgendes tun, Linux mit aktuellem Live-USB-Stick starten. Wie gesagt, das aktuelle Linux-ISO-Image-Dateien herunterladen, dann mit Rufus auf einen USB-Stick brennen und den sollte man eigentlich immer irgendwo rumliegen haben, falls man das braucht. Das ist übrigens kein Linux-Problem, das sollte man bei Windows auch haben. Dann den Shim Bootloader und Group aktualisieren, Boot-Einträge kontrollieren. Falls du Schwierigkeiten hast, da trotzdem weiterzukommen, Secure Boot im UEFI vorübergehend deaktivieren. Damit starten die meisten Linux-Systeme wieder. Also wenn da nichts zerschossen worden ist beim Update-Versuch, fährt das Ding wieder hoch. Gut, das war's jetzt für die einfachen Home-Anwender. Dann haben wir noch eine Experten-Checkliste für alle, die das noch weiter treiben wollen. Für die Administratoren und Bastlern lohnt es sich, eine genauere Analyse durchzuführen. UEFI oder Legacy prüfen. Du kannst feststellen, welches System bei dir läuft. Läuft Legacy, hast du eh keine Sorgen. Läuft UEFI, musst du halt gucken, dass du das hier mit Secure Boot, also mit dem Mock-Util nachvollziehst, ob das aktiviert ist. Und dann solltest du noch die Schlüssel kontrollieren, wenn du das genauer wissen willst, ganz genau, dann kannst du mit sudo efi read entsprechend das nachprüfen, welche Keys bei dir hinterlegt sind. Die neuen Zertifikate aus der 2023er Generation sollten also vorhanden sein. Debian, Ubuntu, da kannst du den Bootloader prüfen, Fedora, Group Version. Ich habe euch so alles mal zusammengeschrieben, was ihr so alles brauchen könntet. Das große Thema ist, ein Leben ohne Secure Boot gefährlich. Viele Anwender werden im Problemfall einfach sagen, dann schalte ich Secure Boot eben aus. Ja, das wird die Mehrheit tun. Technisch funktioniert es in der Regel auch problemlos, aber man sollte verstehen, was man verliert. Ohne Secure Boot kann die Firmware nicht mehr überprüfen, ob der gestartete Bootloader verändert wurde. Mögliche Risikos sind, wie schon gesagt, Bootkits, Rootkits, manipulierte Bootloader, Angreifer, die physischen Zugriff haben auch mehrere Möglichkeiten. Das ist damit halt alles offen. Ein Server surft man normalerweise nicht im Internet oder lädt sich irgendwelche fragwürdigen Programme runter, was bei Privatanwendern natürlich schon wieder ein bisschen reinspielen könnte. Für einen produktiven Rechner mit Online-Banking, geschäftlichen Daten oder sensiblen Informationen sollte Secure Boot nach Möglichkeit weiterhin aktiviert bleiben. Wie gesagt, bin kein Microsoft-Fan, aber ja, doch, würde ich auch vorschlagen. Ist das Bessere. Fazit, kein Microsoft D-Day, völlig total übertrieben, aber ein Weckruf. Das sollte euch allen klar sein. Secure Boot Zertifikatumstellung 2026 wird keine weltweite Computerapokalypse auslösen. Nein, die Welt wird nicht untergehen, der Mond wird nicht auf die Erde stürzen und die Erde ist auch nicht flach.
Die Mehrheit aller aktuellen Windows 11 Computer wird von den Änderungen wahrscheinlich nicht mal was mitbekommen. Problemfälle werden vor allem dort auftreten, wo sich über viele Jahre niemand um die Technik gekümmert hat. Alte Konfigurationen, nicht abgedatete Windows, nicht abgedatete Treiber, da wird es dann interessant. Und da kann man auch wirklich teilweise wirklich viel Zeit verballern, bis 4, 6 Stunden, 8 Stunden ist da durchaus teilweise drin. Da es dann teilweise auch Schwierigkeiten gibt, muss man Fehler suchen. Da im Zweifelsfall wirklich unten verlinke ich euch die KSC dann. Die können euch im Zweifelsfall wirklich helfen. Wie gesagt, alte Notebooks, ungepflegte UEFI-Firmware, Windows 10 Systeme am Lebensende, Linux-Dual-Konfiguration, ältere Selbstbau-PCs. Das sind die Kandidaten, die man im Auge behalten sollte. Die meisten Probleme lassen sich durch Vorbereitung vermeiden. Dazu gehören Betriebssysteme aktualisieren, Firmware prüfen, Bootloader aktuell halten, Backup erstellen und wie wir bereits mehrfach erwähnt haben, einen Live-System-Rettung-Stick USB erstellen, indem ihr das ISO runterladet für euer Linux und das mit Rufus auf einen USB-Stick packt, falls ihr den nicht habt. Eine Aktualisierung dieses Sticks mit einer aktuelleren Version schadet natürlich auch nicht. Der eigentliche Microsoft Dieter ist also weniger ein Todesurteil für alle Computer, sondern eher ein großer Gesundheitscheck für die letzten 10 Jahre PC-Geschichte. Jo. Das soll es jetzt für dieses Video gewesen sein. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du Hilfe brauchen bei deinem PC oder den aktuellen hier gezeigten Sachen, dann kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen. Ohne Abo, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen. Einfach wie in guten alten Zeiten. Auftrag gegen Rechnung und gut ist die Geschichte. Dann in eigener Sache. Ich produziere die Videos natürlich für euch in meiner privaten Freizeit mit meinem Quarken Equipment. Und solltest du es gut finden und du meine Arbeit unterstützen wollen, würde ich mich über eine Spende sehr freuen. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung und am Ende des Homepage-Artikels, dem Blogbeitrag. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.